Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um diesen Golf 4, Baujahr 2003 und wie man im Titel wieder lesen konnte, wollen wir einmal das Heckklappenschloss mit Griff zusammen austauschen. Ihr könnt das natürlich individuell sehen, ihr könnt mit austauschen, also mit dem Schloss austauschen, ohne Schloss austauschen. Ich tausche es mit Schloss aus, also das bedeutet, er kriegt einen neuen Schlüssel. Warum mache ich das? Weil bei dem Fahrzeug passiert es manchmal ab und zu sehr gerne, dass das Auto sich von selbst verschließt. Und sehr, sehr häufig ist dann das Problem, dass der Schlüssel vorne, ne, warte mal, wie passiert das denn? Genau, man möchte dann mit Schlüssel oder das Schloss geht da kaputt und man möchte dann ins Fahrzeug wieder rein und dann hat man nur noch die Möglichkeit, über die Heckklappe reinzugehen. Und der Schlüssel, der vergammelt da ziemlich gerne, ziemlich häufig. Und dann hat man keine Chance, da mehr reinzugehen. Oder auch allgemein in die Heckklappe oder Zentralverriegelung macht Heckklappe nicht auf und das Schloss ist vergammelt. Deswegen mache ich sehr gerne ein neues Schloss. Dann hat man einen einzelnen Schlüssel, der einfach für die Heckklappe ist. 2 neue Schlüssel für die Heckklappe und dann kann man immer ins Fahrzeug reinklettern, weil man es mechanisch dann aufmachen kann. Meine Empfehlung. Wenn nicht, tauscht das originale Schloss einfach mit aus, dann könnt ihr das mit eurem Originalschlüssel immer anwenden. Das Teil kann man hier separat trennen. So, warum tauschen wir den noch aus? Weil er sehr, sehr vergammelt ist und wir den deswegen einmal hübsch haben wollen. Deswegen tauschen wir das Ganze hier einmal komplett aus. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann halt auch jeweils gucken, ob ihr den mit Schloss kauft oder ohne Schloss kauft. Es ist nicht wirklich extrem teuer. Und ja, wie man das Ganze austauschen kann, würde ich euch gerne zeigen. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Hier kann man das Ganze dann einmal sehen. Hier vergammelt das oder ist sehr, sehr stark vergammelt das Ganze. Die typische Krankheit bei denen. Hier vergammelt das gerne. Ich weiß gar nicht, ob der Schlüssel funktioniert. Ich glaube nicht. Moment. Bestimmt nicht. Ne, seht ihr? Also in dem Fall würde es gar nichts bringen, dass wir das Schloss umbauen, weil das Schloss defekt ist. Das bedeutet, man müsste das Original neu bestellen. Und ja, wir machen das halt im Zubehör und haben einen separaten einzelnen Schlüssel für die Heckklappe. Wir müssen das Ganze wie folgt machen. Hier befinden sich 2 Kreuzschrauben. Hier ist übrigens gar keine mehr drin, aber die ersetzen wir. Dann nehmen wir einmal solche Zierleistenkeile und können das Ganze dann einmal machen. Wenn wir das nach unten ziehen, das Ganze ist hier mit solchen Clips geklippt, die man einfach nach unten abmachen kann. Was heißt einfach?
die man auch unten abmachen kann, mit Gefühl. Die kann man sich auch vorsichtshalber neu zulegen, weil so ein paar werden immer oder gehen sehr gerne kaputt. Und dann hat man den Salat. So wie wir sehen können, ist hier auch schon mal das ein oder andere Mal Wasser reingekommen. Von irgendwo her. Kann man nicht sehen. Von irgendwoher ist mal Wasser reingekommen. Okay. Es geht wie folgt weiter. Ich hoffe, ihr könnt gut zugucken. Wir nehmen einen 25er Torx und schrauben 2 davon hier ab. Obwohl, nee, vorher machen wir Folgendes. Hier sind die Metallbügel, die verbinden einmal Stellmotor und der kann dranbleiben. Aber diesen Stellmotor müssen wir einmal abmachen und den Stecker auch. Das ist nämlich mit Kabel und der andere ist ohne Kabel. Der hat nämlich einen Mikroschalter für die für die Zentralverriegelung. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das extrem eine Rolle spielen wird. Ja, der wird von hier aus die Zentralverriegelung nicht mehr aufmachen, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es sei denn, ihr möchtet den, dann müsst ihr den wohl original neu dazu kaufen. Aber wir gucken mal, wir bauen den mal aus. Dann den hier einmal ab, den Stellmotor, und dann kommen wir hier an die Schraube dran. Und einmal diesen hier. Und das sollte doch eigentlich, also jetzt ist da ganz hinten noch eine Klammer, ein Bügel. Den ist aber eigentlich nur fürs Schloss. Achso, da ist noch eine Torx-Schraube. Ganz unten versteckt, da kommen wir durch das Loch hier durch. Da. Und ist natürlich rund gedreht, weil die so extrem vergammelt ist. Bisschen klopfen, dann geht's. So, und jetzt gucken wir mal. Wir kriegen die Einheit, glaube ich, komplett ab. Ich raus. Das bedeutet, der Bügel muss doch ab, den zeige ich gleich. So, und wenn die Klammer hinten ab ist von dem Schloss, dann sollten wir den eigentlich reinschlagen können. Oh, der ist hier so extrem fest gegammelt. Ja, hier ist sowieso schon Macken gewesen. Ja, wir machen das so gut wie möglich sauber. Wir machen da so ein bisschen was drauf, damit das nicht rostet. Oder nicht weiter rostet. Irgendwann ist es sowieso durch.
Und dann gucken wir mal. Also eigentlich sollte sich dieses Teil trennen. Wenn man das hier draufschlägt, das soll eigentlich ab und dann bleibt das eigentlich drinnen. Aber leider ist das nicht passiert. Also der hat keinen Fokus. Der hintere Teil könnte drinnen bleiben. Deswegen zu empfehlen, wenn ihr das vorhabt zu machen, holt euch das komplett. Entweder Original oder Zubehör. Original kommt dann für Zentralverriegelung der Stecker mit. Und zwar, wenn ihr von hier das Ganze betätigt, damit das auch aufgeht. Ansonsten, weil wenn ihr mit Zentralverriegelung auf und zu macht, wird er hier auch öffnen und schließen, weil dafür ist der Stellmotor zuständig. Ihr habt einfach nur, wenn ihr das nicht mit habt, habt ihr einfach nicht die Möglichkeit von hier aus die Zentralverriegelung komplett zu betätigen. Aufmachen wird er so oder so mit Zentralverriegelung, nur ihr könnt von hier aus die Zentralverriegelung nicht betätigen. So, hier kann ich euch das einmal zeigen mit der Klammer, da ist die. Und das Problem ist, dass der hier an diesem Bügel auch noch da drin sitzt. Moment, da. Und sogar wenn der ab ist, sollte er dann rauskommen. So, bei dem neuen ist eine neue Dichtung dabei. Wir haben das Ganze ein bisschen zugeschmiert, aber ganz ehrlich, viel wird hier nicht helfen, außer irgendwann mal neue Heckklappe oder neu lackieren. Und dann setzen wir das Ganze wieder rein. Hier reinsetzen. Gucken, dass die Dichtung alles richtig sitzt. Ich habe die untere Schraube jetzt mal abgemacht, damit die Klammer sich ein bisschen weiter bewegen kann. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ja, eine Seite auf jeden Fall schon mal. Die andere Seite kloppen wir da gleich rein. Da sind es drin. So, also, ich konnte das Blech, also eigentlich soll es so sein, dass man den so rein bekommt, einfach reinstecken. Diese Klammer lässt sich aber nur bewegen, wenn man die unterste Schraube noch nicht festmacht, weil dann hat sie die Möglichkeit, sich noch nach dahin zu bewegen. Ja, und dann eigentlich bauen wir hier die ganzen Klammern um. Der muss hier rein. Ist eigentlich mal gar nicht so schlecht, das vorher vielleicht zu machen. So, und so, den können wir dann einmal hier lassen. Wenn ihr wollt, kann man den alten eigentlich noch mit draufstecken, aber eigentlich nicht notwendig. So, weil er erkennt bei euch über dieses Schloss, ob die Heckklappe offen ist. Und wie gesagt, über den einen Mikroschalter, über den Schloss, macht ihr halt einmal nur die komplette Zentralverriegelung auf und zu. Deswegen, wenn ihr das haben möchtet, müsst ihr einmal komplett austauschen. Und die Zentralverriegelung wird bei euch trotzdem öffnen, weil das hier der Motor für die Zentralverriegelung ist. So, zu, auf. Es ist einfach nur eine schöne Möglichkeit, auf, zu. Ja, ich glaube, wir werden noch mal ein anderes Schloss bestellen und das nochmal umbauen. Das gefällt mir nicht. Das muss man nämlich einmal komplett. Aber ich kann euch sagen, warum. Das Problem ist nämlich hier, dieser Kollege hier fährt nicht mehr komplett ganz rein. Der ist wahrscheinlich auch schon durch. Dadurch, dass der hier so oft geklemmt hat und kaputt war, hat er bestimmt auch einen weg. Und deswegen ist das Problem, dass wir das Schloss komplett nach innen und nach außen zu weit reindrehen können. Weil wenn der Kollege hier nämlich so bleibt oder komplett ausfährt, ich denke mal, der hier hat auch schon einen weg. Deswegen ist das mechanisch jetzt hier nicht sehr gut gezeigt. Also den müssen wir auch noch austauschen.
dann schließt er auch komplett vernünftig mit dem Schlüssel ab und zu und hat nicht mehr diese zig Stellungen. So sieht das Ganze dann einmal aus. Den werden wir auch noch austauschen, aber ich kann nicht versprechen, ob wir davon ein Video machen werden. Und deswegen, weil er hat davor auch schon, wo die Kamera aus war, ab und zu ein bisschen gespinnt. Deswegen den werden wir auf jeden Fall auch austauschen. Also und falls das trotzdem noch Probleme geben wird, dann werde ich das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben zu diesem Griff, ob der in Ordnung ist oder nicht. Zu empfehlen ist es, das Ganze hier auszupusten, damit wenn ihr die Heckklappe hoch und runter macht, nicht die ganze Zeit da irgendwas hin und her baumelt. Dann können wir das Ganze wieder hoffentlich zusammenbauen. Ja, Leute, und so kann das Ganze aussehen. Ja, sehr, sehr krampfhaft das Ganze, besonders wenn es vergammelt ist. Und ja, aber so ist das halt, besonders bei dem Baujahr. Und eine beliebte, ofte Krankheit bei dem Modell, dass die halt oxidieren und festgammeln. Und ja, so könnte es dann aussehen, auch bei euch. Und wie gesagt, der Stellmotor hat auch sehr, sehr wahrscheinlich einen weg. Und wie gesagt, wenn ihr das haben möchtet, dass ihr von hier aus auch die komplette Zentralverriegelung aufmacht, dann müsst ihr euch sehr, sehr wahrscheinlich einen Originalen holen, wo so ein Kabel mit dabei ist. Wenn ihr aber einfach zubehörmäßig was haben möchtet, dann ist das auch eine sehr gute Alternative, wo der Schlüssel mit dabei ist. Oder ihr habt Glück, das Ganze ist nicht so extrem vergammelt, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und dann könnt ihr das Schloss einfach 1:1 übernehmen. Aber sehr, sehr wahrscheinlich ist es bei euch festgegammelt. Ja, so kann das Ganze dann aussehen. Und ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.